helps me transition from this to this? Let's find out. Bonjour et bienvenue à Perpignan. Welcome to a brand new episode of Inside AMG. And today I'm welcoming you right here in the Pyrenees in the south of France. Today's episode is all about exploring what made me feel on the edge of my seat to being very comfortable in the G63. Therefore, we've invited two of our experts at AMG, which will talk to us in our mother language, German. So don't forget to activate the subtitles, and now it's time to meet the first one of them. Hi Jürgen, grüß dich. Hi Matthias. Wie geht's dir? Sehr gut. Ich freue mich, mit dir hier zu sein. Ja, und wir freuen uns, der Einladung zu folgen und auch hier sein zu dürfen. Jürgen, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, aber ihr kennt den Jürgen noch nicht. Deswegen sag uns doch, was machst du bei AMG? Ich bin seit 14 Jahren bei AMG und bin hier verantwortlich für die Entwicklung des Active Ride Control Systems im GT und in der G-Klasse. Und damit für uns der perfekte Ansprechpartner für das, was ich gerade ganz kurz erleben durfte. Ich habe eben auf dem Beifahrersitz gesessen und schon mal erlebt, wie wir im Offroad, und das ist ja wirklich rough, unterwegs sind und habe plötzlich festgestellt, wie komfortabel das neuerdings sein kann. Magst du uns einen Überblick geben, wie das technisch funktioniert? Sehr gerne. Wir haben im G-Modell im Grundfahrzeug 2 Stabilisatoren drin. Klar, mechanische Stabilisatoren, klar. G-Modell ist immer der Kompromiss zwischen Offroad und Onroad. Ja, ich möchte einerseits auf der Straße ein präzises Fahrverhalten haben und im Offroad verschränkungsfähig sein, dass ich die Achsen tordieren kann. Als wir das entwickelt haben und auch schon das 2018er Modell so abgestimmt haben, haben wir ein Fahrzeug aufgebaut mit dem AMG Active Ride Control System, das hydraulisch funktioniert. Die Stabilisatoren sind raus und wir haben eine Verbindung zwischen den Federbeinen an jedem Rad zueinander. Das heißt sogar alle vier, nicht nur achsweise? Nein, wirklich über Kreuz und nach hinten auch verbunden. Also jeder Dämpfer weiß von jedem Dämpfer, welcher Druck anliegt. Dafür habe ich das mitgebracht. Im Kofferraum vermutlich. Ich öffne mal. Ah, okay. Ich glaube, den linken Kandidaten, den kenne ich schon. Das müsste, wenn ich es richtig sehe, das typische AMG Ride Control Dämpferbein sein, ne? Genau, 2-Ventil-Technik. 2 Ventile, genau. Ja, performanter Dämpfer, der heute im Basisfahrzeug drin ist. Alter Bekannter, gut einzusetzen. Und da sehe ich auch schon einen Unterschied zu dem, was du noch mitgebracht hast. Genau, das ist jetzt das neue Federbein. Wie ich gesagt habe, wir haben eine Verbindung hydraulisch von jedem Dämpfer zu jedem Dämpfer. Wir können den Druck im System einstellen. Und wir haben hier einen Akkumulator drin, einen Druckspeicher, der verbunden ist mit dem Druckspeicher hinten, wenn ich über die Pumpe die Vorspannung im System einstellt. Wenn ich in die Kurve fahre, verteile ich den Druck, wo ansteht, über die beiden Räder. Die Grundidee kommt aus dem Motorsport, aus der Rallye Dakar, aus der WRC, wo es immer darum geht, möglichst Traktion zu haben, möglichst keine Radlastschwankungen zu kriegen. Die Räder am Boden zu halten. Genau, am Boden zu halten, aber immer auch keine Radlastschwankungen zu bekommen. Und das mache ich mit diesem System, indem ich diese Vernetzung der Räder habe. Das heißt, das Vorderrad, wenn das wo irgendwo aufhört, weiß automatisch das Hinterrad, dass in dem Moment was passiert. Das Coole dabei ist noch, ich kann das auch komplett öffnen. Also ich kann diese Funktion darstellen über hier ein Ventil, wo ich aufmache. Und wenn ich diese Wankabstützung nicht brauche und Komfort brauche in dem Moment, fahre ich komplett offen und kann damit einen maximalen Komfort für den Kunden darstellen. Ich habe es ja kurz schon erleben dürfen und jetzt wird es eigentlich mal Zeit, dass wir es wirklich mal erleben und uns ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen, oder? Sehr gerne, deswegen sind wir hier und dafür habe ich dir noch jemanden mitgebracht und du kannst gerne Platz nehmen. Ah, okay, das machst also nicht du? Nein, das wird der Tobias machen und der wird jetzt den zweiten Part übernehmen. Okay, dann sage ich dir schon mal Dankeschön. Ja, danke. Und schmeiß den Kofferraum wieder zu. Jetzt sind wir schon unterwegs und ich sitze neben Tobias, den ich auch schon eine Weile kenne, aber die Zuschauer kenne ich noch nicht. Tobias, wer bist du, wo kommst du her? Hi, ich mache bei AMG die Fahrdynamik-Integration für den G63, das heißt die Applikation der Fahrwerkssysteme, der Bremsregelsysteme und auch die Abstimmung vom Allrad. Klingt auf jeden Fall schon mal nach einem komplexen, sehr verknüpften Thema. Ich glaube, Jürgen hat dir vorher schon einiges erzählt, wie das neue Fahrwerkssystem technisch funktioniert. Das würde ich dir jetzt gleich gern zeigen, aber noch kurz ein Key-Fact vielleicht dazu. Der Riesenvorteil von dem Fahrwerkssystem ist, wir können dir in der On-Road-Welt die Federrate in Wankrichtung verdoppeln und im Offroad können wir die sogar halbieren im Vergleich zum aktuellen G63. Das heißt, wir können hier eine riesige Spreizung darstellen und auch zeigen.
Und ich glaube, das Einfachste ist, gar nicht groß reden. Wir gehen jetzt ins Offroad und ich zeige dir, was ich meine. Okay, let's do it. Also jetzt hier im Trailfahrprogramm haben wir die Möglichkeit, über eine 7-stufige Traktionskontrolle, die ich über einen Rechtssatellit aktivieren kann. Also einfach hier einmal draufdrücken, dann starten wir in Stufe 4. Also was ich auch aus AMGs ja schon kenne als Traktionskontrolle, jetzt erstmals hier drin. Genau, also die Traktionskontrolle im Endeffekt, die Funktionalität ist die gleiche wie zum Beispiel im 190. Nur was neu ist, wir haben hier auch eine 7-stufige Allradabstimmung. Das heißt, der Allrad hängt da genauso dran, so wie aber auch die, ich sag mal, Torque-Vectoring-Abstimmung aus dem ESP. Und was auch ganz neu ist in dem Fahrzeug, das ist das sogenannte AMG Active Balance Control. Da hat man die Möglichkeit, den Wankwinkel vom Fahrzeug zu beeinflussen. Das heißt, normalerweise will man eher komfortabel durchs Gelände fahren. Das bedeutet aber schlussendlich auch, dass die Präzision abnimmt vom Fahrrad. Zweite Priorität ist, ja. Genau. Jetzt habe ich aber die Möglichkeit, es gibt ja auch ambitioniertere Fahrer, die es gern fliegen lassen im Offroad. Wozu ich dich zählen würde, ja. Ja. Da habe ich die Möglichkeit, die Steifigkeit zu erhöhen. Ja, Jürgen hat es ja vorher bestimmt schon mal angesprochen. Der Riesenvorteil von dem Fahrwerk ist, dass man keine Radlastschwankungen hat. Das heißt, normalerweise ist es so, dass der mechanische Stabi das andere Rad mit runterzieht. Durch das, dass ich das hier nicht habe und das System völlig entkoppeln kann, habe ich auch in jeglicher Lage Traktion. Das heißt, die ganze Bodewelle, die wir hier fahren, die kann ich alle eigentlich voll fahren und es hat keinen Rückfluss auf Traktionsverluste, sondern das mündet immer in der Beschleunigung, so wie hier. Wie ich gerade schon feststelle. Das ist wirklich Wahnsinn, wie ihr den Reifen zum Arbeiten bekommt, ne? Im Endeffekt befinden wir uns jetzt hier in einer Naturverschränkung und hier können wir mit dem Fahrwerk wirklich mal demonstrieren, was das kann oder essentiell, was the biggest advantage ist von dem Fahrwerk hier. Und zwar ist es, dass wir durch das, dass wir keine mechanische Kopplung vorne und an der Hinterachse haben, sondern alles hydraulisch miteinander verbunden ist, wir maximal ausfedern können. Ja, das heißt, es gibt hier eigentlich so gut wie keine Radlastschwankungen mehr. Und das natürlich in Verbindung mit unserem Fahrprogramm ROC und der 7-stufige Sperrmomentenverteilung, die man variabel einstellen kann, in Abhängigkeit, wie anspruchsvoll das Gelände natürlich auch ist, gibt es hier so gut wie kein Halten mehr. Da kannst du überall durchfahren. Beeindruckend. Ich meine, wir fahren gerade mit der mittleren Sperre aktiviert, sonst nichts. Und Genau. fahren hier wirklich gerade Verschränkungen und den Berg auf losem Untergrund hoch. Also wie du schon sagtest, natürlich. Und hier hast du wirklich, auch schön zu sehen hier im Display, die maximalen Ein- oder Ausfederwege der einzelnen unabhängigen Rädern. Gab es noch nie. Wahnsinn. Ja, hier guck, in dem Moment gerade der Übergang hier waren eigentlich 3 Räder in der Luft kurzzeitig. Wir hatten nur mit einem Rad eigentlich so wirklich Bodenkontakt und das Fahrzeug fährt hier einfach durch, ohne große Anstrengung. Guck mal da hoch. Arg verschränkt, arg spitze Steine, nichts, was irgendwie gerade ist. Jetzt pass mal auf. Jetzt mach mal was, weil wir haben noch ein neues Feature im Fahrzeug und das heißt AMG Traction Pro. Das kann ich hier ganz einfach aktivieren. Das ist eine, ich sag mal, radselektive Traktionskontrolle. Was wir hier tun, wir nutzen die Sensorik, also 6D-Sensorik, Beschleunigung und Drehrate. Und natürlich auch die Fahrwerkssensorik, also die Federwege und die Beschleunigungssensoren. Und anhand dieser Sensorik wissen wir die Lage vom Fahrzeug im Raum und machen über eine Vorsteuerung, wissen wir eigentlich schon, welches Rad von Beginn an
Traktion generiert, ja, und geben nur so viel Moment an das jeweilige Rad, dass wir im Endeffekt da hochfahren. Und das zeige ich dir jetzt mal kurz. So ganz normal. Jetzt ist die Funktion aktiviert. Ich halte einfach mein Gaspedal, mache nichts anderes, außer mir eine Route rauszusuchen, wie ich da durchfahren will, und der Rest macht im Endeffekt das Fahrzeug. Wahnsinn. Das heißt, du kannst beim Gas nichts falsch machen. Du kannst nicht zu viel Gas Nein. geben. Du hast nicht zu viel durchdrehende Räder. Nein. ABS, was ich ein bisschen höre, ne? Also Bremseingriffe, glaube ich. Genau. Ja. Also du bekommst von deinem Motor nur so viel Drehmoment oder Motormoment, ja, was man braucht, um praktisch so den Berg hochzufahren. Wahnsinn. Also du nutzt keinen Schwung, sondern Traktion. Nee, null Dynamik. Ja, das ist ja der große Vorteil. Also wenn du mit so einem Fahrzeug im Gelände unterwegs bist, dann willst du ja nicht unbedingt hier mit Anlauf über solche Steine hochfliegen, ja? Sondern du willst ja so möglichst sicher und ohne einen Schaden durch so ein Gelände durchfahren. Und dafür haben wir die Traktionskontrolle entwickelt. Alter, was dieses Auto kann, und ich meine, ich kenne die G-Klasse schon seit ein paar Jahren, das glaubst du nicht, dass das Auto Physik so austrickst mit dem Fahrwerk. Du hast einfach permanent Reifen auf dem Boden. Also bei Unebenheiten, das Auto hat eine Spurtreue, wo du sonst ein Auto hast, was gerne mal verspringt, was ganz normale Physik ist, interessiert das gar nicht. Der fährt einfach. Sensationell. Warum wir eigentlich AMG Traction Pro die Traktionskontrolle in das Fahrzeug gebracht haben. Und da waren wir mit 3 Gs in Dubai unterwegs auf einer Sanderprobung, und 2 meiner Kollegen, die waren so grandios und haben sich festgefahren. Ja. Und ich war oberhalb auf einer Düne, stand da und habe mir nur gedacht, oh Gott, wie kann man sich da festfahren? Und ich fahre runter mit meinem Auto und stecke genau da an der gleichen Stelle. Ja. Oh. Neben Ja, uns super. eine Autobahn, jeder hat uns Und jeder gesehen, guckt das zu, war super. maximal peinlich. Und während wir dann 2 Stunden lang gegraben haben, wie die Weltmeister, haben wir uns überlegt, hey, das kann eigentlich nicht sein. Wir brauchen doch eine Traktionskontrolle, wir brauchen irgendein System, was uns hier rauszieht. Und dann kam natürlich unser neues Fahrwerkssystem hier rein in G63, und dann haben wir uns überlegt, jetzt brauchen wir noch eine Traktionskontrolle. Und so ist AMG Traction Pro entstanden. Eigentlich ist es eine Traktionskontrolle entwickelt für Sand, dass wenn man sich auf Sand festgefahren hat, dass man da ohne Hilfe wieder rauskommt. Und schlussendlich war die Idee, hey komm, wir probieren das mal aus, ob das auf so einem Untergrund, wie du hier siehst, auch funktioniert. Ausprobiert, zack, weiterentwickelt, andere Logiken reingepackt, und ja. Ja, und das in Verbindung mit dem Fahrwerk, ja, um halt eben den Druck auf den Reifen auch zu bekommen, um das in Traktion umzusetzen. Ja, das ist perfekt, natürlich ein Konglomerat aus beiden Systemen. Führt im Endeffekt dazu, dass man hier ohne Probleme hochfahren kann. Ja. Jeder ist in der Lage, mit so einem Fahrzeug durch so ein, ja, ich sag mal, eine eindrucksvolle Offroad-Landschaft zu fahren, ohne dass er ans Limit seiner Capabilities kommt. eigentlich. Genau. Ja. Ja. Was so eine perfekt abgestimmte Traktionskontrolle wert ist. Das weiß ich ja von den Straßenfahrzeugen. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Brücke. Wollen wir mal wieder Onroad wechseln? Alles klar, los geht's. Ja, jetzt fühle ich mich deutlich wohler, in Anführungsstrichen. Zum einen selbst hinterm Lenkrad zu sein, nichts gegen dich, Tobias. Und zum anderen wieder etwas näher am Boden zu sein, weil für mich der GT natürlich ein gewohntes Auto ist und auch das Terrain, was wir gerade haben, mit der Straße ein gewohntes Auto ist. Aber trotzdem, es fühlt sich so komplett anders an. Ich meine, sie teilen sich einen Buchstaben mit dem G. Aber ich vergleiche so ein bisschen mal, wenn wir jetzt gerade unterwegs waren mit der G-Klasse, so ein bisschen wie aus dem Maßkrug trinken. Und jetzt haben wir gerade das Champagnerglas in der Hand. Das wirkt so komplett unterschiedlich, aber doch haben wir ja wirklich Gemeinsamkeiten. Genau, also im Endeffekt ist die Technik 1:1 die gleiche. Natürlich ist es ja
dementsprechend auf das Fahrzeug angepasst. Aber die Entkoppeltheit, ja, die Rückmeldung und die Radkontrolle hier, die Straße ist ja hier ziemlich schlecht und viel Topologie drin, aber es ist ganz entspanntes Fahren. Und für das, dass wir hier in einem Sportwagen sitzen, würde ich sagen, ganz, ganz hohes Niveau. Ja, absolut. Also Gran Turismo par excellence. Genau, also im Vergleich zu der G-Klasse haben wir 1:1 die gleiche Komponente verbaut. Was du jetzt hier schön spürst, ist die Entkoppeltheit im Fahrzeug an sich. Du merkst eigentlich gar nichts und trotzdem ist das Fahrzeug straff und horizontiert. Und wenn wir jetzt hier in die Kurve zum Beispiel fahren, ja, dann schließen wir die Komfortventile und somit bleibt das Fahrzeug immer in der vertikalen Position stehen. Und was richtig krass ist, ist die Spreizung hier, also zwischen Komfort und Sport Plus. Wenn du jetzt hier einlenkst, merkst du ja sofort, wie das Fahrzeug eigentlich perfekt steht. Ja. Jetzt fahren wir die nächste Kurve in S Plus bitte. Knack umgeschaltet. Genau, ganz anderes Fahrverhalten, ganz anderes Fahrzeug, viel, viel agiler. Das Anlenkverhalten aus der Null raus ist viel linearer, also die Rückmeldung auch vom Aufbau viel präziser. Ja, man merkt es also wirklich, wenn du damit fährst, du musst nicht mal ans Limit gehen oder an die Haftungsgrenze des Reifens gehen oder sowas, sondern du merkst so einen Nullpunkt. Na klar, du merkst eine wunderbare Hinterachslenkung, du merkst, wie agil das Auto ist. Aber du merkst halt eben auch, dass dieses Rollmoment rausgenommen wird weitestgehend und damit halt deutlich mehr Rotation auch ins Auto kommt, wenn du einlenkst. Genau. Auch wenn du hier aus der Kurve jetzt mal raus beschleunigst, wie viel Traktion das Fahrwerk generiert, weil du halt die Radlastschwankungen, die du normalerweise hast, wenn du eine mechanische Kopplung hast, die entfällt ja hier komplett. Das heißt, deine Räder geben dir maximale Traktion. Ja. Somit kannst du hier auch bei der unebenen Fahrbahn auch raus beschleunigen, ohne dass nun die Traktionskontrolle einmal aktiv wird. Ja. Weil die Räder viel besser auf dem Boden bleiben und nicht einfach abreißen, nur weil an der Außenseite jetzt zum Beispiel ein kurzer Sprung kommt, eine Z-Anregung, ist alles raus hier. Ja, ganz extrem. Ich meine, Motorsport ist ja so, nehmen wir die Nordschleife, die ja eigentlich sehr viel Topografie hat und sehr lang ist und entlastete Ecken hat, wo du durch eine Kurve kommst, das Auto leicht wird und umgekehrt, dass du halt Kompression hast. Da willst du eigentlich ein weiches Auto, was möglichst viel Rollbewegung hat, damit der Reifen sich besser abstützen kann. Genau. Dann hast du umgekehrt, nehmen wir den Hockenheimring, wo du dann auch schnellere Kurven hast oder auch eine Spitzkehre, die du anbremst und um die Ecke willst, wo du eher ein hartes Auto haben möchtest. Und das Schöne ist, normalerweise hast du halt ein komplettes Team an Ingenieuren mit dabei und eine Boxencrew, um das Auto auf die Strecke abzustimmen. Hier ist es eigentlich ein Klick, ein kleiner Dreh am Knopf und wir haben den kompletten Charakter des Autos verändert. Genau, also die Spreizung ist halt enorm, was man hier darstellen kann. Also von, ich sag mal, Komfort von der Sänfte hin zu einfach S Plus oder Race-Modus, komplett anderes Fahrverhalten im Auto. Tobias, vielen, vielen Dank. Das war ein Megatag. Ich hoffe auch für unsere Zuschauer, für die Community, ihr habt so ein bisschen was spüren können, was bei uns wirklich passiert ist. Man muss es einfach erlebt haben. Also vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr gerne. Ich hoffe, wir können das irgendwann nochmal wiederholen. Ich bin mir sicher, ihr habt schon wieder ganz, ganz viele neue Ideen im Kopf und dass wir uns damit dann bestimmt nochmal wiedersehen. Ganz sicher. So now, let me switch back to English for you guys. If you enjoyed this episode, please make sure you leave us a like. And if you want to never miss any of our episodes again, just hit the bell button and subscribe, of course, to our channel. If there's anything you want to add to this, leave us a comment, of course, if it's your feedback or if it's any questions you have or wishes for whatever we need to do in one of our next episodes. And then I can say goodbye for the last time and see you next time in an episode of Inside AMG.